Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute stellen wir Oxymel als Tinktur mit Rosmarin her. Oxymel ist ein uraltes Heilmittel, welches eine geschätzte 3000 Jahre alte Tradition hat. Oxymel wird auch als Sauerhonig bezeichnet und besteht in den Basiszutaten eben, wie der Name schon sagt, aus Honig und Essig. Bereits in der Antike war bekannt, dass die Kombination von Honig und Essig sehr gesundheitsfördernd und ein wirkungsvolles Heilmittel ist. Dieses Wundermittel, welches heute fast in Vergessenheit geraten ist sehr vielseitig einsetzbar, schmeckt dazu auch noch sehr gut und ist kinderleicht herzustellen. Da Oxymel ja ein Auszug aus Kräutern ist, werden wir in diesem Fall jetzt einen mit Rosmarin herstellen. Und zwar benutze ich den hier von meinem eigenen Balkongarten. Mein Video dazu, wie man sich seinen eigenen autarken Balkongarten herstellen kann, das verlinke ich euch hier oben gerne. Da wir jetzt langsam in den Herbst hineinkommen, sieht man schon, dass mein Garten langsam abnimmt an Pflanzen- und Gemüsevielfalt. Aber noch wächst hier einiges, Mashallah. Ich verwende hier ordentlich viel von dem Rosmarin und befreie eben die Stiele von ihren Nadeln, weil ich hier jetzt nur die Blätter verwende und die Stiele, die benutze ich dann zum Entsaften oder man kann sie auch zum Kochen verwenden. Die Kräuter, die man für das Oxymel verwendet, hier in dem Fall eben der Rosmarin, sollten vorher nicht gewaschen werden, denn sie sollten ja sowieso von Bioqualität sein. Und darüber hinaus behalten sie eben sehr viel mehr ihrer Vitalstoffe, wenn man sie vorher nicht wäscht. Und es kann auch zu keiner Schimmelbildung kommen, wenn sie in trockenem Zustand in das Glas gegeben werden. Jetzt wird der Rosmarin eben mit naturtrübem Bio-Apfelessig übergossen, bis oben hin. Für dieses 1 Liter Glas benutze ich jetzt 750 Milliliter von dem naturtrüben Bio-Apfelessig. Und das füllt das Glas fast bis oben hin. Und sobald wir den gesamten Äpfelessig da reingegeben haben, dann kommt jetzt noch der Bio-Honig dazu. Und zwar benutze ich hier jetzt nur 1/3 solch eines 500 Milliliter Glases. Wer möchte, könnte natürlich viel mehr Honig verwenden, aber ich benutze absichtlich nicht so viel, weil der Honig eben auch eine Menge Zucker beinhaltet, von dem wir in der ketogenen Ernährung nicht so viel konsumieren sollten. Aber da man hinterher ja sowieso auch immer nur kleine Mengen von diesem fertiggestellten Oxymel verwendet, könnte man theoretisch natürlich auch mehr Honig hier reingeben, aber das könnte man nach Gefühl und nach persönlicher Präferenz handhaben. Ja, und diese 3 Zutaten, das war auch schon alles, was jetzt hier in dieses Glas kommt. Wir schließen das Glas, schütteln kräftig das Ganze nochmal durch und das sollten wir dann ruhig jeden Tag tun, damit so viele der wertvollen Inhaltsstoffe vom Rosmarin in diese Tinktur gelöst werden. Wir stellen das Glas dann an einen dunklen, kühlen Ort für mindestens 1 bis 4 Wochen und schütteln dabei kräftig jeden Tag einmal durch. Je länger man diese Mischung stehen lässt und kräftig schüttelt jeden Tag, umso mehr Inhaltsstoffe werden aus dem Rosmarin gelöst. Und wie unglaublich gesund und wirkungsvoll der Rosmarin ist, das hatte ich euch schon mal in einem Video im Detail erklärt. Das kann ich euch hier oben mal gerne verlinken. So stärkt der Rosmarin nicht nur die Gedächtnisleistung und beugt damit wirkungsvoll Alzheimer und Demenz vor, sondern er wirkt aufgrund seiner enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe wie der Rosmarinsäure, der Carnosolsäure, der Chlorogensäure, dem Rosmarinol, dem Hesperidin, dem Eukalyptol und so weiter. Und für diese Stoffe wurden unglaublich vielfältige Heilwirkungen festgestellt. Deshalb wirkt er unter anderem antibakteriell, antiviral, antidepressiv, antioxidativ, antidiabetisch, entzündungshemmend, cholesterinsenkend, krebshemmend, harntreibend, verdauungsfördernd und so weiter, weshalb er in der Naturheilkunde unterstützend bei rheumatischen Beschwerden, Erkältungen, Menstruationsbeschwerden, Migräne, Nervosität und Depressionen eingesetzt wird. Unter anderem. Nach etwa 2 bis 4 Wochen, wie gesagt, werden wir eben den Rosmarin absieben und jetzt haben wir das fertige Oxymel, das wir jetzt wiederum in dieses große Glas abgießen. Und darin sind eben jetzt diese ganzen unglaublichen Wirkstoffe des Rosmarin gelöst. Aber ebenso kommen halt die gesundheitlichen Vorteile des Apfelessigs und des Honigs zum Einsatz. Die antibakteriellen und entzündungshemmenden Stoffe des Honigs sowie seine zahlreichen gesunden Inhaltsstoffe wie Calcium, Magnesium sowie viele Vitamine und die Mineralstoffe, Vitamine, Antioxidantien und Spurenelemente des Essigs vereinen und ergänzen sich perfekt in diesem Oxymel. Da Oxymel grundsätzlich eher so reich an Antioxidantien ist, wirkt es fiebersenkend und reizlindernd, immunstärkend und entgiftend. Honig und Essig in Kombination wirken sich außerdem positiv aus auf Verdauung, Immunsystem, Muskeln und so weiter.
Wir sehen also, wie einfach dieses Oxymel in der Herstellung ist, während es dabei auch noch wohlschmeckend und ganz besonders wirkungsvoll ist. Das Tolle am Oxymel ist auch, dass es eben alkoholfrei ist und sich somit prima für den täglichen Verzehr eignet. Auch für Kinder ist es sehr gut geeignet. So könnte man zum Beispiel jeden Morgen nach dem Aufstehen auf leeren Magen solch ein Glas energetisiertes Wasser hier verwenden und einige Esslöffel von diesem Oxymel da reingeben. Ich benutze dazu mein Osmosewasser, welches ich einfach in diese Aladdin-Karaffe gebe, worin das Wasser selber energetisiert wird. Mein Video zum Energetisieren von reinem, destilliertem oder Osmosewasser kann ich euch hier oben mal verlinken. Man könnte das Oxymel auf diese Weise vorbeugend oder auch bei akuten Infekten 3-mal täglich nehmen oder man kann es auch auf andere Weise verwenden, wie man das gerne möchte. Hier in diesem Fall habe ich es zum Beispiel in meinen frisch gepressten grünen Gemüse-Wildkräutersaft gegeben, um den bitteren Geschmack der Wildkräuter zu neutralisieren und das Getränk schmackhafter zu machen. Eines meiner Videos zu gepressten grünen Wildkräuter- oder Gemüsesäften kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Mit dem Oxymel da drin schmeckt der Saft sogar richtig lecker, Mashallah. Und die gesundheitlichen Auswirkungen vervielfachen sich noch immens dadurch. Naturtrüber Bio-Apfelessig wirkt auch im Darm antibakteriell und sorgt für den Aufbau einer gesunden Darmflora, in der Darmpilze schlechte Karten haben. Hier habe ich jetzt zum Beispiel das Oxymel zu den anderen Zutaten für die Meerrettichpaste in den Vitamix gegeben. Die Meerrettichpaste als natürliches Antibiotikum ist auch sehr wirkungsvoll. Man könnte sie auch gerade jetzt wieder sehr gut herstellen, weil man den Meerrettich gut draußen in der Natur finden kann. Wie man ihn findet und wie man ihn auf verschiedenste Weise zubereiten kann, das Video dazu kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Eine weitere Möglichkeit, das Oxymel zu verwenden, wäre es in die Salatsauce zu geben. Und so habe ich hier Olivenöl, meinen selbstgemachten Kokosjoghurt, Biosenf und meine selbst hergestellte Natursalzsole hier in diesen Behälter gegeben und alles zusammen mit dem Oxymel gut vermischt. Dadurch eine sehr leckere, schmackhafte und zugleich auch gesunde Salatsauce hergestellt, die man dann einfach über den fertig geschnittenen Salat drüber gießt und den Salat damit vermischt, wodurch man einen köstlich schmeckenden Salat erhält, dessen gesundheitliches Potenzial sich durch das Oxymel auch noch vermehrt. Ja, die allgemeinen Anwendungsgebiete von Oxymel sind die Stärkung des Immunsystems, des Verdauungssystems, des Herz-Kreislauf-Systems, der Nerven und die allgemeine Kräftigung und Versorgung des Körpers mit lebenswichtigen Nährstoffen. Und durch die Zugabe von Rosmarin erweitert sich das Wirkspektrum dieses Oxymels noch erheblich, wie oben schon erläutert. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.